I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Also dies ist ein Fridolin, den werden die meisten nicht kennen. Die sind gebaut worden von 65 bis 75. Dies ist jetzt von 71 das Fahrzeug. Ist eigentlich nur für die Deutsche Post gebaut worden, ein paar für die Zivilen und für die Schweizer. Für die deutsche Ausführung ist ein 1,2 Liter Motor drin mit 34 PS. Und die Schweizer haben dann 1,3 Liter drin mit 44 PS und haben dann hinten noch Heckscheiben, Fenster drin. Oben noch so eine Dachluke und die Spiegel auf Kotflügel und sind oben silber, in der Mitte einen schwarzen Streifen und unten gelb. Und hatten dann Scheibenbremse. Ja. Normalerweise sind die ausgeliefert worden nur mit einem Sitz, dem Fahrersitz. Der Beifahrersitz war praktisch gesehen eine Stahlkonstruktion zum Klappen, wo eine Holzplatte drauf war, wo im Notfall auch einer drauf sitzen konnte. Aber eigentlich für die Paketsitze drauf tun. Die Post hatte den damals in Auftrag gegeben, weil der Käfer zu klein war und der T1-Bus zu groß war. Und deswegen haben die praktisch gesehen gesagt, sie wollen von VW so einen Zwitter haben. Und dabei ist dieser Fridolin entstanden. Er heißt normalerweise aus der Baugruppe 147, aber in der Planung schon hat irgendeiner den gesehen und hat gesagt Fridolin. Und seitdem heißt das Fahrzeug Fridolin. Mein Name ist Peter Sörries. Wir kommen aus Reken, im Münsterland, sammeln Autos. Und dieses Jahr sind wir mit den Fridolin hier. Ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit. Und dann kam ein Kollege von uns an und wollte gerne so ein Fahrzeug haben. Da habe ich gesagt, das ist hässlich wie die Nacht, will so kein Mensch haben. Er wollte unbedingt, er hat nie Natur gesehen, aber wollte sowas unbedingt haben. Und dann meine ich, kann ich dir besorgen, ist gar kein Ding. Ne? Weil ich wusste ja, dass die früher keine haben wollten, alle verschrottet worden sind. Und dann habe ich mal nachgeguckt, auf der ganzen Welt war keiner im Angebot. Ne? Und dann hatte ich mit mehreren Leuten gesprochen, hin und her, weil wir auch in der VW-Szene viele Leute kennen. Und die sagten dann, wenn du einen haben willst, musst du dich im Fridolin-Forum anmelden. Da gehen die meistens, werden die dann angeboten oder weitergereicht. Ne? Und dann war der aber auch nicht zu kriegen. Und dann hatte ich durch Zufall auf der Backnet-Seite mal einen gefunden. Der stand in Düsseldorf, war vor 10 Jahren mal angefangen worden zu restaurieren, war aber stand seitdem draußen, der war total durch. Hatten sie überall so Blechstreifen draufgeklebt gehabt. Und hatte der Kollege dann abends sofort angerufen, was sie dafür haben wollten, hat er inzwischen 4.000 und 5.000 Euro für geboten. Und die wollten dann, weil sich so viele in der kurzen Zeit gemeldet haben, haben den dann bei eBay versteigert, ist für 11.000 Euro weggegangen. Und da wussten wir dann, dass so ein Ding wohl Geld wert ist. Und dann waren vereinzelt mal welche im Angebot drin, aber da war aber nichts. Dann hatte ich einen Polen eingefunden, der hatte einen unrestaurierten und einen restaurierten. Hat ein paar Mal Termine gemacht, aber ist nie dazu gekommen. Und dann waren wir auf einer Oldtimer-Veranstaltung und dann hatten wir auch immer die Leute immer wieder gefragt, dass sie wussten jetzt, dass so ein Ding gesucht wird. Dann hatte sich einer gemeldet und sagte, sein Schwager wäre TÜV-Prüfer und der wäre jetzt am Bauen gewesen und wollte den wohl abgeben. Dann hatte der Kollege sich die Telefonnummer mitgenommen, hat den dann
oder die Telefonnummer gegeben und dann hatte er sich aber nicht gemeldet. Und dann war ja ein halbes Jahr später das Herbsttreffen von dieser Veranstaltung. Da kam sein Schwager wieder vorbei, sprach mit uns und sagte dann, ob er sich gemeldet hätte, nicht. Und dann hat der uns dann seine Nummer von dem Besitzer gegeben und dann sagte mein Kollege, ne, ich will den nicht. Dann meinte ich, Medien willst du nicht? Ne, will ich nicht mehr. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und dann wollte er den immer noch nicht. Und dann bin ich hinterhergegangen, habe mir die Telefonnummer geben lassen, haben wir uns dann mit denen in Verbindung gesetzt, haben den dann auch sofort gekauft, eine Woche später abgeholt und dann waren wir Besitzer von einem Fridolin. Dann haben die meisten Leute sich alle kaputt gelacht, wo die gesehen haben, wie der aussah, was ich dafür bezahlt hatte. Und dann meinten die, er wäre eigentlich ja nur ein Haufen Schrott, ne? Und konnten sich das nicht vorstellen. Und dann haben wir dann schon mal nach Teile geguckt, dass wir Blechteile und so was alles kriegten. So was noch auf dem Markt war, im Angebot immer geguckt, an Dichtungen und so was, nach und nach immer gekauft. Wollte ihn dann immer selber schweißen, bin aber nicht dazu gekommen. Und dann eine befreundete Firma von uns, die hat sich dann angeboten, praktisch gesehen, die würden die Schweißarbeiten machen und die Lackiersachen. Ne? Und dann hatte ich denen dafür einen T1-Bus gegeben, aber einen unrestaurierten. Und dann hat sich das hingezogen. Dann haben wir den auseinandergebaut, haben den Sand strahlen lassen, die haben die Blecharbeiten gemacht, haben den nochmal strahlen lassen. Dann hat er den praktisch gesehen lackiert, dann haben wir den abgeholt. Ja. Haben wir den angefangen zusammenzubauen, von innen Leder reinmachen. Die Umbauten, so wie die Babyfüchse sind da drauf von 914. Und komplett umgerüstet mit Scheibenbremsen, einen Motor reingemacht mit 1,6 Liter mit 50 PS. Vom G-Modell Porsche die Sitze vorne drin, ist auch alles TÜV eingetragen. Eine H-Zulassung hat er dann auch behalten oder auch gekriegt. So. Und jetzt hatten wir den fast fertig, musste was gemacht werden. Lenkrad soll noch geändert werden, alles. Aber Resultat lässt sich sehen, oder? Wir haben ja schon praktisch gesehen jetzt von innen alles gedämmt. Haben wir auch einen Ausbau reingemacht, damit er leiser ist, weil sonst ist ja nur blankes Blech drin und dann ist der unheimlich laut. Von den Windgeräuschen hatten wir gedacht, mit den Schiebetüren, dass das unheimlich Geräusche machen würde, aber es ist nicht. Lüftung geht, aber am besten ist Türen auf, ist besser wie jede Klimaanlage. Und Fahrverhalten ist, sag ich mal, wie im Käfer, lässt er sich schalten alles. Aber ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Lustig, witzig. Macht Spaß. Ja, macht Spaß. Wir waren ja auch am Überlegen, ob wir den in Gelb wieder machen, so wie er war. Auch von der Innenausstattung her, nur mit dem einen Sitz, mit dem Klappsitz alles. Aber ich baue ja nicht ein Auto für andere Leute, sondern wir bauen ein Auto für uns. Meine Frau macht immer die Farbgestaltung und die Innenausstattungsgestaltung. Und ist im Endeffekt dann das Fahrzeug rausgekommen. Wir sammeln ja schon ewig. Dann haben wir auch so die Porsche-Sitze praktisch gesehen schon gehabt. Die Babyfüchse habe ich mal vor ein paar Jahren gekauft. Ne? Und kam jetzt alles super zum Einsatz. Ne? Ich hoffe, bis jetzt war eigentlich die Resultant bei den meisten Leuten also wirklich gut. Ne? Wenn wir so mögen sind, leiden oder nicht. Ne? Also bedanken möchte ich mich bei meiner Frau. Uiuiui. Dass die dann alle so mitmacht, ne? Ja. Meine Familie. Dann meine ganzen Freunde und Bekannten. Und alle, die mitgeholfen haben, das zu ermöglichen. Ja. Ich denke mal, jeder, der das sieht und dabei war, der weiß, dass er gemeint ist. Ne? Ja. Genau. Ja. Ich hoffe, euch hat das Fahrzeug gefallen. Und wenn? Und wenn, drückt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal und Kommentare wären auch nicht schlecht, würden wir uns darüber freuen. Ne? Ob einer schon mal sowas gesehen hat oder wie es gefallen hat. Ne? Auf positive Antworten wären wir sehr erfreut. Schönen Tag. Ciao. Vielleicht sieht man sich ja mal.